Als ich das erste Mal von der Wim Hof Methode hörte, war ich sofort interessiert. Ich war sofort interessiert und wollte es ausprobieren. Aber ich war nicht nur interessiert, ich war auch skeptisch. Ich wollte nicht gleich eine Menge Geld für eine Sache in die Hand nehmen, deren Ausgang mir ungewiss zu sein schien. Zu viele unseriöse Geldmacher mit viel zu großen Versprechen tummeln sich im Internet. Glücklicherweise bietet Wim seine kostenfreie Mini-Class im Netz an, also habe ich es versucht. Es war Wahnsinn, ich fühlte mich großartig. Innerhalb von nur einer Woche machte ich enorme Fortschritte. Am vielleicht sichtbarsten davon, wo ich zuvor ab 15 Grad nur noch dick eingepackt mit meinem Hund Gassi gehen war, brauchte ich das alles innerhalb weniger Tage nicht mehr. Und das war kinderleicht. Eine Atemtechnik, die keine Raketenwissenschaft ist und beim Duschen das Wasser einfach auf kalt drehen. Doch wenn das alles so leicht ist, wozu gibt es zertifizierte Wim Hof Coaches? Warum sollte man überhaupt Geld für einen geschulten Instruktor zahlen, wenn es im Internet Dutzende Anleitungen gibt? Hallo und willkommen, ich bin Dr. Markus Herrmann, zertifizierter Instruktor der Wim Hof Methode. Hier auf diesem Kanal berichte ich von meinen Erfahrungen und Aktivitäten rund um die Methode. Das ist nicht der offizielle Kanal zur Methode, den verlinke ich unten. Hier berichte ich von meinen Erfahrungen und Lehren, die ich aus meinen Jahren der Beschäftigung mit der Methode gezogen habe. Jetzt, wo das gesagt ist, zurück zur eigentlichen Frage. Wozu gibt es überhaupt Wim Hof Instruktoren? Schauen wir uns einmal an, wie meine Geschichte weiter verlief. Zuerst habe ich den 10-wöchigen Online-Kurs absolviert und in so kurzer Zeit so viel gelernt. Mir schien die Tür in eine neue Welt aufgestoßen. Doch bald setzte Ernüchterung ein. Die Zeiten, die ich die Luft anhalten konnte, sanken wieder. Ich verlor mehr und mehr die Motivation, die Atemtechnik durchzuführen. Und schließlich brachten mich meine Kälteexperimente mit einer gehörigen Erkältung ins Bett. Sollte das nicht eigentlich umgekehrt sein? Ich war frustriert. Es folgten Phasen, in denen ich nicht mal mehr meine Wim Hof Routine durchhielt. Wahrscheinlich hätte ich das mit der Wim Hof Methode sein lassen, hätte ich nicht eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Ich bin auf einen Wim Hof Lehrgang nach Polen gefahren. Dort traf ich Nilo Murchu, zertifizierter Wim Hof Instruktor aus Irland. Von ihm habe ich so viel gelernt. Unter seiner professionellen Anleitung habe ich gemerkt, dass ich während meines Selbststudiums der Methode so viel falsch gemacht habe. Mein Selbststudium war damit vergleichbar damit, Klavier aus einem Buch oder mit YouTube-Videos zu lernen. Zugegeben, gibt man sich Mühe, macht man schnell Fortschritte. Und investiert man genug Zeit, hört sich das auch gar nicht so schlecht an. Aber viele kleine Fehler schleichen sich ein. Sei es der Haltung oder des Fingersatzes. Fehler, die ein professioneller Lehrer gleich hätte beseitigen können. Die Liste meiner eingeschlichenen Fehler und Probleme war lang. Die Geschwindigkeit, mit der ich die Atemtechnik durchgeführt habe. Die Häufigkeit, mit der ich dachte, ich muss während der Atemtechnik Luft holen. Mein Unwille, der über mich kam, wenn es an der Zeit war, die Atemtechnik durchzuführen. Wie ich der Kälte zu begegnen habe, wie oft ich Kältekontakt zu trainieren habe, wie die sogenannte Brown Fat Activation Technik funktioniert, welchen Stellenwert sie überhaupt für die Methode hat, wie ich meine Zeit im Eisbad ausdehnen kann. All die dummen Sachen, die ich im Eisbad versucht habe. Dass ich immer und immer wieder an die gleiche Grenze im Eis stieß. Doch am wichtigsten unter all meinen Fehlern und Problemen, die dritte Säule. Wie ihr vielleicht wisst, beruht die Wim Hof Methode auf 3 Säulen. Atmung, Kälte und die dritte wird im Englischen The Mind genannt. Auf Deutsch vielleicht am besten mit Bewusstsein übersetzt. Und häufig mit den Begriffen Commitment und Mindset erklärt, also etwa Hingabe und Geisteshaltung. Mir hat das nie viel gesagt.
Und deswegen hatte ich mich vor allem auf die anderen beiden Säulen, auf Kälte und Atmung konzentriert. Obwohl Wim immer behauptet, dass die dritte Säule die wichtigste sei. Erst meine Zeit mit zertifizierten Wim Hof Instruktoren hat mich langsam gelehrt, dass das in der Tat so ist. Und plötzlich hatte ich angefangen, wieder Fortschritte zu machen. Ein zertifizierter Wim Hof Instruktor lernt so viel, um die Methode richtig zu unterrichten. Um zertifiziert zu werden, muss man sich nicht nur durch die wissenschaftliche Fachliteratur zum Thema durcharbeiten. Man lernt in vielen praktischen Übungen die Methode richtig zu unterrichten, welche Schwierigkeiten auftreten können. Und noch viel wichtiger, wie man ihnen begegnet. Man lernt, wie Menschen mit bestimmten gesundheitlichen Beschwerden die Methode zu trainieren haben. Vor allem aber lernt man die Methode viel tiefgreifender und gründlicher von Menschen, die sie schon seit vielen Jahren selbst geübt haben, selbst viele Fehler machten und aus diesen lernten, sodass wir sie nicht wiederholen müssen. Ein Buch, wie lerne ich Klavier spielen, wird es jedoch niemals schaffen, auf meine Bedürfnisse und Schwierigkeiten einzugehen. Ein Wim Hof Instruktor bietet mir jedoch genau das. Auf wimhofmethod.com findet ihr eine interaktive Karte, wo ihr nach Lehrgängen und Instruktoren auch in eurer Nähe suchen könnt. So viele großartige Menschen, die professionell in der Methode geschult wurden, bieten dort ihre Lehrgänge an und ermöglichen euch Erfahrungen, wie sie euch nur echte Menschen bieten können. Wer weiß, vielleicht landet ihr auch in einem meiner Lehrgänge oder kommt zu den Treffen für die ehemaligen Teilnehmer meiner Schulungen. Zu so viel mehr über die Wim Hof Methode besucht wimhofmethod.com. Und wenn ihr mehr über meine persönlichen Aktivitäten und Erfahrungen wissen wollt, abonniert diesen Kanal und besucht meine Webseite. Bis zum nächsten Mal und happy freezing!